Was passiert nach dem Tod? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Das Bardo Thodol, auch bekannt als das tibetische Totenbuch, bietet tiefe Einblicke in die Reise der Seele nach dem Tod. In diesem Video tauchen wir in die Geheimnisse dieses heiligen Textes ein und erforschen die 3 Hauptphasen, die als Bardos bekannt sind. Begleite uns auf dieser Reise zwischen Leben, Tod und Wiedergeburt. Das Bardo Thodol, auch bekannt als das tibetische Totenbuch, ist ein zentraler Text des tibetischen Buddhismus, der sowohl spirituelle als auch philosophische Einblicke in den Prozess von Leben, Tod und Wiedergeburt bietet. Dieses heilige Werk wurde ursprünglich als eine Anleitung für die Sterbenden konzipiert, um die Seele durch die Zwischenzustände Bardos zu führen, die nach dem Tod auftreten. Doch seine Bedeutung reicht weit über die Sterbebegleitung hinaus und bietet universelle Lehren für das bewusste Leben. Erstes Kapitel: Ursprung und Überlieferung. Das Bardo Thodol wurde im 8. Jahrhundert von Padmasambhava, dem Begründer des tibetischen Buddhismus, mündlich überliefert und später von seinen Schülern schriftlich festgehalten. Padmasambhava, oft als zweiter Buddha bezeichnet, spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Buddhismus in Tibet und der Integration spiritueller Praktiken mit der tibetischen Kultur. Der Begriff Bardo bedeutet wörtlich Zwischenzustand und bezieht sich auf die Phasen, die zwischen 2 Lebensstadien auftreten. Dazu gehören nicht nur die Phasen nach dem Tod, sondern auch Geburt, Meditation und Traumzustände. Das Bardo Thodol konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die 3 Übergangsphasen, die die Seele nach dem physischen Tod durchläuft. Zweites: Warum wird es tibetisches Totenbuch genannt? Der Begriff tibetisches Totenbuch wurde im Westen geprägt, da das Bardo Thodol detaillierte Anweisungen enthält, wie man die Übergangsphasen nach dem Tod bewältigt. Es beschreibt die Reise der Seele durch die Bardos und gibt praktische Ratschläge, wie man Erleuchtung oder eine günstige Wiedergeburt erreichen kann. Das Buch betont, dass diese Zwischenphasen sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten bieten. Die Seele begegnet in diesen Phasen friedlichen und zornigen Gottheiten, die Projektionen des eigenen Geistes sind. Das Verständnis und die Akzeptanz dieser Visionen sind entscheidend, um den Übergang erfolgreich zu meistern. 3. Die 3 Hauptbardos im Bardo Thodol. Das Bardo Thodol beschreibt 3 Hauptphasen nach dem Tod. Chikai Bardo, der Moment des Todes. In dieser Phase tritt die Seele aus dem physischen Körper aus und erlebt das klare Licht des Bewusstseins. Dies ist eine Gelegenheit, Erleuchtung zu erlangen, wenn die Seele in der Lage ist, dieses Licht als ihre wahre Natur zu erkennen. Chönyit Bardo, Bardo der Visionen. In dieser Phase sieht die Seele friedliche und zornige Gottheiten, die Manifestationen des eigenen Karmas und Geisteszustands sind. Diese Visionen können beängstigend oder erleuchtend sein, abhängig von der inneren Vorbereitung der Seele. Sitpa Bardo, Bardo der Wiedergeburt. Hier bereitet sich die Seele auf die Wiedergeburt vor. Das Karma, das die Seele im vorherigen Leben gesammelt hat, bestimmt die Umstände der nächsten Inkarnation. 4. Spirituelle Bedeutung und universelle Lehren. Das Bardo Thodol ist nicht nur ein Text für die Toten, sondern auch eine Anleitung für die Lebenden. Es lehrt, dass das Erkennen der eigenen wahren Natur der Schlüssel zur Befreiung ist. Der Tod wird nicht als Ende gesehen, sondern als eine transformative Phase, die neue Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus betont das Buch die Bedeutung von Meditation und Achtsamkeit, um sich auf die Übergänge vorzubereiten. Diese Praktiken helfen, den Geist zu klären und sich auf das klare Licht des Bewusstseins zu konzentrieren. 5. Fazit: Das Bardo Thodol ist ein zeitloses Werk, das tiefe spirituelle Weisheiten bietet. Es verbindet die Konzepte von Leben, Tod und Wiedergeburt zu einer ganzheitlichen Perspektive und lehrt uns, wie wir sowohl den Tod als auch das Leben mit Klarheit und Mitgefühl begegnen können.
Das Bardo Todol beschreibt die Reise der Seele durch 3 Hauptphasen, die als Bardos bekannt sind. Diese Phasen, Chikai Bardo, Chönyit Bardo und Sidpa Bardo, markieren die Übergänge, die eine Seele nach dem Tod durchläuft. Sie bieten eine detaillierte Beschreibung dessen, was im tibetischen Buddhismus als das Leben nach dem Tod verstanden wird. Lassen Sie uns diese 3 Bardos im Detail erkunden. Erste, Chikai Bardo, der Moment des Todes. Die erste Phase, das Chikai Bardo, beginnt im Augenblick des physischen Todes. Es ist der Moment, in dem die Seele den Körper verlässt und sich auf eine transformative Reise begibt. In dieser Phase erlebt die Seele das klare Licht des Bewusstseins. Das klare Licht, auch bekannt als das primäre Licht, wird als die reinste Form des Geistes beschrieben. Es ist der Zustand, in dem der Geist seine wahre Natur erkennt, frei von Anhaftungen und Illusionen. Für diejenigen, die spirituell vorbereitet sind, ist dieser Moment eine Gelegenheit zur Befreiung. Für viele jedoch ist das klare Licht zu überwältigend. Alte Gewohnheiten, Ängste und karmische Anhaftungen können verhindern, dass die Seele diesen Zustand akzeptiert. Das Bardo Todol betont deshalb die Bedeutung der spirituellen Praxis zu Lebzeiten, um sich auf diesen entscheidenden Moment vorzubereiten. Ein weiteres Element des Chikai Bardo ist die Wahrnehmung des Übergangs vom physischen zum subtilen Körper. Der Text beschreibt, wie die Sinne langsam verblassen und die Seele in eine neue Ebene des Daseins eintritt. Zweites Chönyit Bardo. Der Bardo der Vision nach dem Tod betritt die Seele das Chönyit Bardo, auch bekannt als der Bardo der Vision. In dieser Phase wird die Seele mit intensiven und oft überwältigenden Visionen konfrontiert. Diese Visionen sind keine äußeren Ereignisse, sondern Projektionen des eigenen Geistes und des Karmas. Das Bardo Todol beschreibt 2 Arten von Visionen, die in dieser Phase auftreten können. Friedliche Gottheiten. Diese Visionen sind Manifestationen der Harmonie und des Mitgefühls, die im eigenen Geist vorhanden sind. Sie symbolisieren die Möglichkeit, die wahre Natur des Geistes zu erkennen. Zornige Gottheiten. Diese beängstigenden Visionen sind Ausdruck von Ängsten, Schuldgefühlen und ungeklärtem Karma. Obwohl sie furchterregend wirken, sind sie letztlich Illusionen, die aus dem Geist selbst stammen. Die Herausforderung in dieser Phase besteht darin, diese Visionen zu erkennen und sich nicht von Angst oder Anhaftung überwältigen zu lassen. Meditation und spirituelle Praxis helfen, den Geist zu stabilisieren und die Visionen als das zu erkennen, was sie wirklich sind. Vorübergehende Erscheinungen. Das Chönyit Bardo wird oft als die Phase beschrieben, in der die Seele ihre tiefsten Lektionen lernt. Die Fähigkeit, Frieden inmitten von Chaos zu finden, ist eine zentrale Botschaft dieser Phase. Dritter Sidpa Bardo, der Bardo der Wiedergeburt. Die letzte Phase, das Sidpa Bardo, ist die Vorbereitung auf die Wiedergeburt. In dieser Phase wird die Seele durch karmische Energien und vergangene Handlungen beeinflusst, die den nächsten Lebensweg bestimmen. Das Bardo Todol beschreibt, wie die Seele in dieser Phase bestimmte Situationen und Umstände anzieht, die letztlich ihre Wiedergeburt formen. Dies kann durch vergangene Taten, Gedanken und Absichten beeinflusst werden. Ein faszinierender Aspekt des Sidpa Bardo ist die Wahl der nächsten Inkarnation. Der Text beschreibt, dass die Seele in der Lage sein kann, bewusst eine neue Existenz zu wählen, wenn sie über genügend spirituelle Klarheit verfügt. Ansonsten wird sie von ihren karmischen Mustern geleitet. In dieser Phase sieht die Seele oft Szenen von potenziellen neuen Leben und fühlt sich von bestimmten Umständen angezogen, die ihren inneren Zustand widerspiegeln. Spirituelle Bedeutung der Bardos. Die 3 Bardos bieten eine einzigartige Perspektive auf die Natur des Lebens und des Todes. Sie zeigen, dass der Tod kein endgültiges Ende ist, sondern ein Übergang zu einem neuen Zustand des Seins. Das Bardo Todol lehrt, dass das Leben und der Tod untrennbar miteinander verbunden sind. Indem wir die Bardos verstehen und uns auf sie vorbereiten, können wir nicht nur den Tod bewusster erleben, sondern auch das Leben in seiner Tiefe und Fülle genießen.
Darüber hinaus betonen die Lehren die Bedeutung der Selbsterkenntnis. Die Fähigkeit, die eigene wahre Natur zu erkennen, wird als Schlüssel zur Befreiung aus dem Kreislauf von Samsara angesehen. Fazit: Die Bardos des Bardo Thodol sind nicht nur spirituelle Lehren, sondern auch ein Wegweiser für das Leben. Sie erinnern uns daran, dass sowohl das Leben als auch der Tod Gelegenheiten zur Transformation und Befreiung bieten. Indem wir die Bardos verstehen, können wir mit größerer Klarheit, Mut und Mitgefühl leben. Das Bardo Thodol, auch bekannt als das tibetische Totenbuch, ist nicht nur ein spirituelles Werk seiner Zeit, sondern auch eine Quelle zeitloser Weisheit, die in der modernen Welt eine neue Bedeutung gefunden hat. Seine Lehren bieten einen einzigartigen Blick auf die Beziehung zwischen Leben, Tod und Wiedergeburt und inspirieren Menschen weltweit, den Tod nicht als Ende, sondern als Teil eines größeren Kreislaufs zu betrachten. Erster Absatz: Der Tod als Transformation. In vielen Kulturen wird der Tod oft als etwas Endgültiges, Unbekanntes und Furchteinflößendes angesehen. Das Bardo Thodol bietet eine alternative Perspektive. Es beschreibt den Tod als einen Übergang, eine Transformation, die nicht nur unvermeidlich, sondern auch voller Potenzial ist. Die Lehren des Bardo Thodol ermutigen dazu, den Tod als Gelegenheit zur spirituellen Befreiung zu betrachten. Der Moment des Todes, das Chikai Bardo, wird nicht als Verlust, sondern als Chance gesehen, die wahre Natur des Geistes zu erkennen. Diese Sichtweise hat viele Menschen dazu inspiriert, sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und Frieden mit dem Gedanken des Todes zu schließen. Zweite spirituelle Praktiken im modernen Kontext. Das Bardo Thodol hat auch einen bedeutenden Einfluss auf die moderne spirituelle Praxis. Meditation, Achtsamkeit und Visualisierung, zentrale Elemente des tibetischen Buddhismus, werden heute von Millionen Menschen weltweit praktiziert. Meditation. Die Praxis der Meditation hilft, den Geist zu klären und sich auf den Moment des Übergangs vorzubereiten. In der modernen Welt wird Meditation nicht nur als spirituelles Werkzeug angesehen, sondern auch als Methode zur Stressbewältigung und Förderung der mentalen Gesundheit. Achtsamkeit. Die Lehren des Bardo Thodol betonen die Bedeutung der Präsenz im Hier und Jetzt. Diese Achtsamkeit hat in der modernen Psychologie Einzug gefunden, insbesondere in der kognitiven Verhaltenstherapie und achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Visualisierung, die Arbeit mit inneren Bildern, wie sie im Bardo Thodol beschrieben wird heute in verschiedenen Bereichen wie Therapie, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung angewandt. Dritter: Der Einfluss auf die westliche Kultur. Seit der Übersetzung des Bardo Thodol in westliche Sprachen hat das Werk einen tiefgreifenden Einfluss auf die westliche Kultur ausgeübt. Schriftsteller, Künstler und Philosophen haben sich von den Konzepten des Werks inspirieren lassen, um Themen wie Sterblichkeit, Transformation und Bewusstsein zu erforschen. Philosophie und Psychologie. Carl Jung, der bekannte Psychologe, erkannte die Bedeutung des Bardo Thodol in der Analyse von Träumen und Archetypen. Er betrachtete die Bardos als symbolische Darstellung innerer psychologischer Prozesse, Kunst und Literatur. Viele Künstler und Schriftsteller, darunter Aldous Huxley, wurden von den Visionen und Konzepten des Bardo Thodol inspiriert. Sein Buch Die Pforten der Wahrnehmung enthält Anleihen an die Beschreibungen des Werks. Popkultur. Selbst in der modernen Popkultur finden sich Bezüge zum Bardo Thodol. Filme, Musik und Spiele verwenden oft Motive von Übergängen, Visionen und Transformationen, die aus dem Werk abgeleitet sind. Vierter Umgang mit der Angst vor dem Tod. Eine der wichtigsten Lehren des Bardo Thodol ist die Überwindung der Angst vor dem Tod. Indem der Tod als natürlicher Teil des Lebenszyklus betrachtet wird, kann diese Angst durch Akzeptanz und spirituelle Praxis ersetzt werden. Viele moderne spirituelle Lehrer und Psychologen nutzen die Prinzipien des Bardo Thodol, Menschen zu helfen, ihre Ängste zu konfrontieren und den Tod mit Frieden
und Klarheit zu akzeptieren. 5. Bedeutung für das tägliche Leben. Das Bardo Thodol ist nicht nur ein Text über den Tod, sondern auch eine Anleitung für ein bewusstes Leben. Die Lehren betonen, wie wichtig es ist, im gegenwärtigen Moment zu leben, Mitgefühl zu üben und den Geist zu klären. In der modernen Welt, die oft von Stress und Ablenkungen geprägt ist, bieten diese Lehren einen Weg, um inneren Frieden und Klarheit zu finden. Sie ermutigen dazu, das Leben als eine Serie von Übergängen zu betrachten, in denen jeder Moment eine Gelegenheit zur Transformation und Selbstfindung bietet. Fazit: Das Bardo Thodol bleibt auch in der modernen Welt ein zeitloses Werk, das tiefgreifende Weisheiten über Leben, Tod und Wiedergeburt vermittelt. Seine Lehren helfen nicht nur, den Tod besser zu verstehen, sondern auch das Leben in seiner vollen Tiefe zu erfahren. Es erinnert uns daran, dass jede Veränderung, sei es im Leben oder im Tod, eine Chance zur spirituellen Entwicklung ist. Das Bardo Thodol zeigt uns, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein natürlicher Übergang zu einem neuen Zustand des Seins. Diese uralte Weisheit ermutigt uns, bewusster zu leben, unsere Ängste zu überwinden und die wahre Natur unseres Geistes zu erkennen. Lassen Sie uns diese Lehren als Inspiration nutzen, um mit Klarheit, Mut und Mitgefühl durch das Leben zu gehen. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Bis zum nächsten Mal.